Wunderbar. Herzlich willkommen zu unserem Workshop hinsichtlich dem Thema Astralschutz und Schrägstrich astrale Angriffe. Ein Grund davon ist, dass dieser Workshop von mir ins Leben gerufen wurde. Einmal die aktuelle Energie der Zeit, wo wir uns gerade befinden, in dem Bewusstseinsspektrum, im Aufstiegsspektrum und dem großen Shift, die Transformation, besser gesagt, der Split der Erde, in dem verschiedene Realitäten zur Verfügung stehen und jetzt die Kraft unserer vorangegangenen Entscheidungen uns mehr und mehr in Einklang bringt mit der Realität, die unseren getroffenen Entscheidungen mehr und mehr übereinstimmt. Und in dieser Zeitqualität, in dieser Energie kommt ganz, ganz viel zusammen. Zum einen kann es sein, dass wir uns Aspekte erschaffen, die zum Beispiel eine Herausforderung sich wünschen oder brauchen. Oder zum Beispiel unsere parallelen Inkarnationen mit uns gemeinsam eine tiefe Transformation durchleben. Oder wirklich die umgebenden Energien, die ko-kreierenden Energien einfach auch mit uns in eine störende Ko-Kreation gehen. Und um hier ein bisschen zu verstehen, was passiert hier eigentlich, was ist astral, was passiert bei astralen Angriffen, gibt es überhaupt sowas wie astrale Angriffe, wie kann ich mich schützen, wie kann ich es lösen und benötigt es überhaupt Schutz in dem Sinne, möchte ich heute mit euch gemeinsam klären und euch helfen, in diesem Thema ein bisschen mehr Verständnis zu erlangen, weil nur wenn ich etwas verstehe, dann kann ich es auch navigieren. Das heißt, der Mensch hat nicht eine Seele, sondern die Seele hat einen Menschen und auch noch dazu unzählige andere Inkarnationen, teilweise auch als Pflanze, als Tier, als Stein, als Planet, als Sonne, aber auch im nicht physischen Raum und damit auch noch verschiedene Spektren von sich selbst. Heißt, man platziert sich in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Ebenen. Und während wir das als Seele tun, befinden wir uns immer natürlich in unserer eigenen Energie. Und während wir uns in unserer eigenen Energie befinden, befinden wir uns nicht nur in unserer Energie als Mensch und in der Energie als die Realität, die wir als ein Mensch übersetzen können, sondern alle Inkarnationen befinden sich um uns herum. Alle Realitäten befinden sich um uns herum. Und hier beginnt es, wo die Realitäten miteinander sich verstricken und verweben. Und in der Quantenphysik nennt man das auch Quantenverstrickung, Verschränkung. Das heißt, wir sind wirklich verbunden mit allem, was wir sind. Und so kommt es vor, dass wir Effekte fühlen in diesem Avatar, in diesem Menschen von anderen Inkarnationen und von anderen Leben und von anderen Dimensionen und Dichten. Wir befinden uns buchstäblich, wir umgeben uns jetzt hier als der Avatar mit uns selbst aus nicht physischen Ebenen. Wir umgeben uns mit unserer Energie. Und während wir hier in dieser menschlichen Erfahrung sind, halten wir den Fokus darauf, diese menschliche Realität zu übersetzen. Und während wir das tun, befindet sich trotzdem alles, was wir erfahren, alles, was wir jemals erfahren können, in unmittelbarer Nähe in uns und um uns herum. Und so ist es, dass verschiedene Inkarnationen und Leben durchaus einen Effekt haben auf den Menschen und das ist sogar gewünscht und gewollt von uns als die Seele, die wir sind, weil wir erschaffen uns eine menschliche Erfahrung, eine menschliche Inkarnation, um eben zu fühlen in diesem sehr dualistischen Spektrum, wie sich unsere Ideen und Konzepte denn überhaupt anfühlen und erfahren und ausleben und wie diese Effekte auch in andere Welten hinein mit anderen Seelen ko-kreieren können. Das heißt, wir erschaffen und wir erfahren zur gleichen Zeit alles. Und für den menschlichen Verstand, der linear lebt, heißt, es gibt eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Und darüber hinaus wird es sehr, sehr schwer, überhaupt für den Verstand zu greifen, was existiert. Ähm, ist es sehr, sehr schwer zu verstehen, wie die Unendlichkeit ist und wie Ewigkeit sich versteht. Und ihr seid als Seele schon immer da gewesen. Ihr wurdet nicht erschaffen,
Ihr wurdet nicht durch einen Gott erzeugt, sondern ihr seid der Gott, der sich erfährt in sich, in verschiedenen Facetten. Für den jetzigen Moment möchte ich das euch so weit erklären, wie es zum Beispiel passieren konnte, dass ich einen astralen Angriff habe. Und ich als Lia selber hatte nicht diesen astralen Angriff. Aber unterschiedliche Inkarnationen haben sich diesen astralen Angriff manifestiert durch verschiedene Ideen und Konzepte, die in ihnen waren und haben damit eine Kompatibilität erschaffen. In der Unendlichkeit bedeutet es, wir existieren immer, wir werden immer existieren und wir haben immer existiert. Bedeutet, jede Idee, jeder Gedanke, jeder Glaubenssatz, alles, was in irgendeiner Art und Weise Struktur erschafft, befindet sich in uns im Hier und Jetzt, ist aber wie durch kleine Häutchen, durch kleine Fäden von Separation getrennt und doch nicht getrennt. Und das ist der Moment, wo es für den Verstand sehr, sehr schwierig wird zu verstehen, wie kann es sein, dass ich verbunden bin, direkt mit allem, was ich bin, aber gleichzeitig getrennt bin. Und jetzt kommt der Punkt, wo euer Körper, euer Avatar gecodet ist mit kleinen winzigen Portalen. Und diese winzigen Portale sind eure Partikel und ganz besonders eure DNA, eure Genetik. Ihr könnt nicht alle Konzepte gleichzeitig haben und nicht haben, erfahren und nicht erfahren, ohne nicht eine verschiedene Ebenen und Strukturen von Separation zu erschaffen. Und diese Strukturen von Separation ermöglichen euch, ein gewisses Spektrum anzunehmen. Und so sieht zum Beispiel dieser Körper, den ihr seht, so aus, wie er aussieht und nicht wie zum Beispiel eine Katze, ein Baum, ein Hund, ein Stein oder ist vielleicht grün, blau, rot oder in sonst irgendwelchen Farbspektren. Und so halte ich eine gewisse Idee als Lia, um überhaupt auf dieser Erde eine Inkarnation zu haben, um kompatibel zu sein. Ich nutze eure Worte und eure Ideen und eure Konzepte davon, was ein Mensch ist und was eine menschliche Erfahrung ist. Und muss diese Ideen und Konzepte permanent halten, um überhaupt von euch übersetzbar zu sein. In dem Moment würde ich grundlegende Ideen und Konzepte des Menschseins aus meinem Körper und aus meiner Realität herausnehmen, würde ich schlicht und ergreifend aufhören zu existieren in der materiellen Welt und wäre nicht mehr kompatibel. Das heißt, ich muss dualistische Ideen und Konzepte in mir tragen, lyrische Konzepte, Erdenkonzepte in mir tragen, in verschiedenen Graden in Aktion oder eben Nicht-Aktion, um überhaupt Kurse halten zu können, um überhaupt sprechen zu können, um überhaupt mit euch als Menschen zu arbeiten, sonst könntet ihr mich nicht übersetzen. Und das ist einer der Punkte, die zum Beispiel in mir ein Triggerpoint, ein Targetpunkt sind oder besser gesagt ein Trauma-Verletzungspunkt sind, ist, dass ich überhaupt die materielle Form annehmen muss, damit ihr mich hört, damit ich mit euch kommunizieren kann, weil die Kommunikation, die wir machen, und wir haben alle schon gesprochen auf astraler Ebene, auf anderen Ebenen, die der Verstand nicht übersetzen kann, in vielen Realitäten und mit vielen Facetten von euch, die ihr euer höheres Selbst nennt. Aber nachdem ihr euch in diesem Bewusstseinsspektrum befindet, kommen diese Gespräche nicht zu euch. Ihr könnt diese Gespräche nicht übersetzen. Sie befinden sich buchstäblich in einem anderen astralen Raum. Und während sich diese Gespräche in einem anderen astralen Raum befinden, kommen diese Gespräche nur bedingt in dieser Version, die hier gerade mit mir kommuniziert, in diesem Kurs an. Und damit überhaupt eine Übersetzung stattfindet für diese Version von euch, für die physische, menschliche Version von euch, muss ich mir einen menschlichen Avatar erschaffen, ihn platzieren, ihn inkarnieren, um durch dieses Raum-Zeitspektrum mit euch zu kommunizieren. Und während ich das tue, halte ich eure Ideen und eure Konzepte mit, um überhaupt eine Brücke zu finden. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr Freundschaften haben möchtet mit Menschen in einem Kreativworkshop, aber ihr überhaupt keine Idee habt, wie ein Kreativworkshop aussieht und wie man überhaupt kreativ sein könnte, dann müsst ihr euch anmelden in einem Kreativworkshop und daran teilnehmen, um die Ideen von einem Kreativworkshop überhaupt in euch aufzunehmen. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Nehme ich verschiedene Ideen und Konzepte auf von den Kollektiven, mit denen ich arbeite, um eine Kompatibilitätsbrücke zu bilden, damit
wir überhaupt miteinander sprechen können. Und so nehme ich auch manchmal Energien aus anderen Welten auf, um mit ihnen zu arbeiten, um eine Kompatibilitätsbrücke zu machen, um übersetzbar zu sein für euch in eurer Realität. Und das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, erschaffe ich diesen menschlichen Körper, der ein Portal ist, der verschiedene Inkarnationen auch mit hier rein kanalisiert von mir. Und jetzt wird es spannend. Nur weil ich das bin, heißt das nicht, dass ihr das nicht seid. Ihr seid genau das Gleiche. Und ihr seid auch Seelenwesen, nicht physisch, die Ideen und Konzepte annehmen, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Aber ihr seid auch gleichzeitig ultra hoch entwickelte Wesen, die aber Ideen von Limit, Kampf und Krieg etc. auf sich nehmen, um eine menschliche Erfahrung zu haben, um ein wundervolles Portal zu sein, von Lösungen und Realisierungen und Wissen und Weisheit zu erschaffen für viele Inkarnationen. Das ist also eines der Grundattribute, weshalb eine Seele eine menschliche Erfahrung erschafft und bildet. Also, ihr seid eine menschliche Inkarnation und ihr habt Bindungspunkte zu verschiedenen wichtigen Inkarnationen. Und diese wichtigen Inkarnationen fließen hier in diese menschliche Inkarnation hinein und formen die Realität, die ihr erfahrt und keine andere. Deswegen ist die Erde, wie ihr sie seht, so wie ihr sie seht und nicht grün oder blau oder kristallin oder ein Eisplanet oder ein Wüstenplanet, sondern alles. Die Erde ist so, weil ihr sie so erschafft und das als kollektive Übereinkunft so erschafft. Ihr geht also in eine menschliche Erfahrung, seid ein Portal und durch euch erschafft ihr die Welt, wie ihr sie seht. Mit allen Ideen und Konzepten und mit kollektiven Übereinkünften mit anderen Seelen, die euch ein Erfahrungsspektrum ermöglichen. Natürlich muss ich hier als das Wesen, was ich bin, menschliche Ideen annehmen. Und so tut ihr das. Und diese Ideen, die euch kompatibel machen mit dieser Welt, sind in erster Linie dualistisch. Ihr benötigt es, um überhaupt in dieser Welt zu sein, sonst wärt ihr in einer anderen. Und so hat jeder, solange er auf dieser Erde ist, dualistische Ideen, Kampfideen in sich. Die Frage ist nur, werden diese Ideen bespielt? Gebt ihr diesen Energien Raum? Lebt ihr sie aus? Seid ihr im Kampf mit euch? Seid ihr im Kampf mit anderen? Seid ihr in Negativität gegen die Realität, die ihr erschafft? Das sind Energien von Dualität. Ich möchte das und das andere nicht. Gleichzeitig ist Dualität absoluter Bestandteil der materiellen Welt. Sonst könnte die materielle Welt überhaupt nicht entstehen. Man schaue sich an positive Ladung und negative Ladung von Teilchen. Die absolute Basis dafür, dass überhaupt Moleküle und Atome sich formen können. Partikel müssen also eine Informationsladung haben, um überhaupt materiell zu sein. Das heißt, alleine dadurch, dass ihr physisch existiert, existiert Dualität in euch. Der nächste Punkt. Die Idee, dass wenn eine Frequenz hoch genug ist, man nicht angreifbar ist damit auf der einen Seite ein korrektes Konzept, auf der anderen Seite aber aufgrund dessen, dass ich positive und negative Ladung in mir trage, das heißt dualistisch bin und ich mich in einer materiellen Welt befinde und um in dieser materiellen Welt zu sein, ich Ideen und Konzepte tragen muss. Und wenn ich mich in einer Welt befinde, wo Krieg und Kampf vorkommt, dann muss ich Krieg und Kampf in mir haben und sei es nur als Immunsystem, um sich zu schützen vor äußeren Einflüssen. Das heißt, natürlich kann es passieren, dass astrale Angriffe stattfinden, auch bei einer Person, die hoch schwingt und die eine hohe Frequenz hat und die als Seele hoch entwickelt ist und in Klarheit ist, alleine dadurch, dass sie eine materielle Erfahrung annimmt. Und so befinden sich sehr viele hochentwickelte Seelen auf diesem Planeten jetzt in dem Moment und auch darüber hinaus in anderen Inkarnationen als extraterrestrische, wie zum Beispiel die Plejaden, die Arcturianer, die Andromedaner, Alphrata etc. in der 5. Dimension und nehmen auch einen physischen Körper an und leben dadurch in einer gewissen Art und Weise Dualität und können astral angegriffen werden.
Und nachdem wir mit allem verbunden sind, wer wir noch sind, und wir die als menschliches Wesen, als Portal gelten, haben auch unterschiedliche Inkarnationen, die zum Beispiel noch Ideen und Konzepte haben. Bedenkt, Unendlichkeit existiert immer und wird immer existieren. Haben diese Inkarnationen, die Ideen und Konzepte haben, auch einen Einfluss auf diese Inkarnation, auf euch. Und so können astrale Angriffe multidimensional werden, heißt durch verschiedene Inkarnationen und Ebenen in diesen Körper hineinströmen und ihr erfahrt es als einen astralen Angriff.